Voll geil. Alter, was ein gigantischer Kackhaufen ist das bitte? Ich habe nämlich gestern mit Erschrecken festgestellt, dass mein Personalausweis seit März abgelaufen ist. Ja, dass man da keine Push bekommt. Felix, mach Kiosk auf. Das war geil. Wir sind beim Tapetenwechsel, die Sonne kommt gerade raus. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen monatlichen Daily Vlog. Und der August fängt an, wie der Juli aufgehört hat, und zwar mit Regen. Wupp, wupp. Mal gucken, was dieser Monat alles bringt und was wir euch alles wieder zeigen können und wo wir euch mit hinnehmen können. Jo, ich weiß ja, dass ja darauf steht, wenn hier komische Sachen probiert werden auf dem Kanal. Was ist das? Habe ich jetzt gesehen beim Einkaufen und Hitch hieß Holy, fand ich ja schon ziemlich crazy, auch wenn ich jetzt bei den Blauen da nicht so 100% am Start war. Holy, Link in der Videobeschreibung für alle, die sich jetzt nochmal aufregen wollen. Und dafür kriege ich jetzt hier nichts. Ne? Ich habe das einfach ganz normal gekauft und finde das total interessant. Aber der Link in der Videobeschreibung, das ist ein Affiliate-Link, da müsst ihr aufpassen. Irgendwie geil, irgendwie auch fies. By the way, was Affiliate-Links angeht, die ihr echt wirklich in der Videobeschreibung findet, das Booking-Affiliate-Programm, das haben wir beendet, weil das geswitcht wurde. Und wenn du dann diese Hotelempfehlung machst, das macht jetzt irgendwie ein Drittanbieter, also irgendwie hat Booking da jetzt irgendjemand anderen dazwischen. Und das wird so wenig genutzt, dass sich das auch gar nicht lohnt. Und deswegen ist das eingestellt, falls ihr euch wundern solltet, falls ihr das überhaupt genutzt habt. Ja, mach das. Das war die Rechnung, war das Problem. Aber was? Diese Schlawiner, Alter. Was sind denn die Rechnungen? Jo, ich melde mich mal monatlich im Daily Vlog. Die Uschi, die ist da und die wollte sich eigentlich heute beim Walk-In bei Unnormal Inc. in Essen spontan ihr allererstes Tattoo stechen lassen. Die beiden haben aber ein bisschen gequatscht und sind eskaliert und es wird dann doch größer, was jetzt nicht eben mal ein Walk-In gemacht ist. Ja, dann habe ich mich, also es hat jetzt keiner Druck oder so, aber dann habe ich mich jetzt tätowieren lassen. Ja, war noch eine kleine Lücke, die mich gestört hat. Und ich dachte, ja, Walk-In kann man mit was Kleinem füllen. Kann man auch, kann aber was Großes machen. Den Quatsch seht ihr jetzt und wir fahren wieder nach Hause. Voll geil. Voll. Also muss ich noch mal kurz ein bisschen normal abzuholen. Uschi hat halt eine Idee, was sie haben will, was ganz Kleines und aber auch nicht so 100% sicher, so nur so grobe Richtung. Und der Chris, der hatte das damals auch schon in diesem Working Class Tattoo Podcast erklärt. Das gibt es auch, verlinke euch das irgendwo hier. Dass dann, wenn Leute kommen und zwar eine Idee haben, aber die irgendwie, ja, der berät die halt richtig. Der ist der Profi. Also weiß ich, habe Uschi nicht gesagt, jo, mach doch lieber das oder das, sondern das macht dann echt der Tätowierer. Und ey, Chris hat so krasse Skills und ist auch schnell und überhaupt, also deswegen spannend. Wir nehmen euch dann auf jeden Fall auch mit, wenn Uschi dann ihr Tattoo bekommt, um das zu zeigen. Ist das nicht sogar in diesem Video dann? Ich weiß es gerade gar nicht. Voll spannend. Also nicht einfach nur, ja, nee, mach mal was Größeres, sondern ey, vielleicht wäre das und das sinnvoller für dich, damit du glücklicher damit bist mit dem, was du haben möchtest. Das ist echt
cool. Wir haben jetzt Sonntag und wir fliegen Dienstag in die USA und ich habe eigentlich noch viel zu tun. Aber die ganze letzte Woche war gepickt mit, wir haben keine Zeit, wir sind on the run. Dienstag Geburtstag von einer Freundin, dann Mittwoch waren wir mit Freunden abends essen, dann war Donnerstag Geburtstag von Uschis Mama, am Freitag waren wir am Geburtstag von einer Freundin und gestern war der Shop-Geburtstag von Chris bei Unnormal Inc. in Essen und das hat immer alles Prio, da ist man am Start, da geht man hin und dann kann man immer noch gucken, wann man die ganzen Videos schneidet. Das mache ich jetzt. Ob das gut geht? Ich glaube nicht. Es könnte sein in der Geschichte von Right Review, seitdem es das gibt, und das sind ja jetzt auch schon 13 Jahre, könnte es sein, ich glaube seit 10 Jahren Minimum mache ich jeden Tag ein Video, dass das diesmal nicht funktioniert. Also es wird trotzdem was kommen, aber nicht das, was ich mir dabei gedacht habe, wann was kommen soll. Also mein eigener Anspruch wird nicht erfüllt. Das ist schwierig für mich. Ich versuche mich jetzt auch noch mal im monatlichen Daily Vlog zu melden, Leute. Wir sind ja, wie ihr gerade noch gesehen habt, am Flughafen zurückgeflogen aus den USA. Zusammen mit den Boys waren wir auf einer spontanen Tour unterwegs. Wir wollten eigentlich ein paar Tage in die Türkei und wir hätten dann so Land of Legends gemacht, ein paar Alpines, ein paar Luna Parks, so ein bisschen am Pool chillen. Und das war eine spontane Idee, dass wir gesagt haben, so lass das mal machen, so nicht nochmal Slachan-Wochenende, sondern sowas in die Richtung. Und dann war ja, okay, krass, voll teuer. Also auch logisch, dass das im August voll teuer ist, weil das jetzt der Zeitraum war, wo wir alle nochmal Zeit hatten. Und das ist ja doof. Und hat Lukas gesagt, ey, ich habe mal aus Spaß geguckt, Flüge in die USA wären viel billiger, als wenn wir so einen Türkei-Trip machen. Und wir haben ja noch also wir und hatten noch die Jahreskarte oder haben noch die Jahreskarte von den ganzen großen US-Parks und die Jungs haben sich die dann im Sale geholt für einen Apfel und ein Ei und dann haben wir diesen Trip gemacht. Werdet ihr sehr ausführlich dann natürlich noch in Tourvlogs sehen, die wir euch auch mitbringen oder mitgebracht haben. Ja, unser Flug. Wir haben 2 Stunden im Flugzeug gesessen, was nicht geflogen ist erstmal. Es ist so zum Kotzen. Wir haben uns so gefreut, endlich mal die kurze Langstrecke zu haben. Und dann zurück 6,5 Stunden eigentlich nur. Und dann sitzt du 2 Stunden da, es ist so zermürbend. Und immer wieder die Durchsage, ey, in einer halben Stunde geht's los. So, wir haben die halbe Stunde rum, in einer weiteren halben Stunde geht's los. So, wir haben die halbe Stunde rum, in einer weiteren halben Stunde geht's los. Für ein Gewitter und so kann ja keiner was, aber das Gewitter war durch, als wir dann so bereit waren, dass wir starten. Nur stellst du dich dann natürlich hinten an, hinter allen, die noch nicht gestartet sind, die vorher dran gewesen wären. Und so haben wir da echt 2 Stunden am JFK gestanden und 2 Stunden ohne irgendwie hier zum Klo zu gehen oder so ein Quatsch und vor allem noch 2 Stunden ohne einen Schluck zu trinken oder irgend sowas. Also wir haben uns vorbereitet, aber es wurde nichts irgendwie verteilt. Geht auch gar nicht. Und richtig mies. Dadurch natürlich logischerweise unseren Anschlussflug in London verpasst und mussten 6 Stunden in London Heathrow bleiben. Aber British Airways ist super gnädig und hat jedem, der aufgepasst hat, sich angestellt hat und Bescheid gesagt hat und sie ihn abgeholt hat, einen Voucher gegeben, damit man sich ja verpflegen kann für die Zeit, die ja auch gar nicht eingeplant war, in Höhe von 10 Pfund pro Person. Kommt man bestimmt richtig weit 6 Stunden am Flughafen. Und ja, dann hat Moritz sich dann noch so ein Heftchen geben lassen, wo dann nochmal alles mit drin stand. Und da war dann nochmal aufgeführt, ja, sie können dann für weitere 25 Pfund noch, die können sie noch ausgeben, aber dann muss man das ausfechten und einreichen und im Nachgang hier so, ey, also erstmal sowas voll uncool und zum anderen
35, ja wow, dass mich jetzt 6 Stunden bespaßen muss, weil ihr es nicht geschafft habt, uns darüber zu bringen und weil ihr keine Kooperation mit anderen Airlines macht, die in der Zwischenzeit natürlich nach Düsseldorf geflogen sind, aber euch das irgendwie mehr Kohle kosten würde. Ja, danke für nix. Wir haben dann alle zum Glück zusammen in der Lounge sitzen können und haben es uns da relativ gut gehen lassen. Der eine oder andere ist vielleicht auch mal auf dem Tisch eingeschlafen. Es wurde aber parallel noch gearbeitet, ein bisschen rumgespäßt. Also wir haben es natürlich irgendwie gewuppt bekommen. Dann waren wir hier viel später als geplant. Vielen Dank an Tomades fürs Abholen am Flughafen. Und ja, den Freitag haben wir erstmal versucht zu entspannen und ein bisschen wieder reinzukommen, was nicht so ganz funktioniert hat, so dass der Jetlag Samstag richtig gekickt hat. Ich bin in der Nacht von Freitag auf Samstag, glaube ich, das war um 2 in der Nacht, bin ich aufgestanden, weil ich einfach nicht mehr pennen konnte und habe dann gearbeitet, die ganze Zeit durchgearbeitet und bin um 13 Uhr los an die Hall und habe erstmal ein Bildchen gemalt, um irgendwie auf mein Leben klarzukommen und vielleicht das jetzt so zu stretchen, dass es dann klappt, abends ins Bett zu gehen. Diese Wahnsinns 10 Pfund wurden übrigens hier in Getränke investiert. Und auch in solche, die es eigentlich nur in den USA die ganze Zeit gab. Voll Bock drauf. Und das zu wechseln habe ich jetzt auch mal geschafft, aber der Monat ist jetzt auch nicht mehr so lang. Meine Damen und Herren, wir befinden uns gerade in Mönchengladbach. Und sowas gibt's hier. Was ist das denn? Was ist das? Boah. Alter, was ein gigantischer Kackhaufen ist das bitte? Ja, das war dann so quasi der Samstag, da habe ich hier noch ein bisschen was gearbeitet und ja, gestern Sonntag voll durchgeballert und Videos geschrieben, gedreht, geschnitten, hochgeladen, weitere Sachen geschnitten, hochgeladen und weitergeschnitten und ganz viel anderen Kram gemacht, ein bisschen Orga-Kram gemacht und ich hätte da gearbeitet, hat mit DHL telefoniert, wo am Sonntag natürlich nicht jeder da war, den man braucht und ja, und das ganze Übliche. Ansonsten ist jetzt wieder Montag und es geht wieder morgens an Schreibtisch, wird wieder gearbeitet und einiges gibt es zu tun, einiges müssen wir uns noch hier gemeinsam angucken, das kann ich auch jetzt mal eben holen, oder? Ich habe es extra noch nicht aufgemacht, weil ich das mit euch zusammen machen wollte. Das ist ein Holy-Paket, was jetzt gekommen ist, als wir in den USA waren. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Kein Paket der Welt geht so gut auf wie eins, was mit einem Intamin Schweizer Taschenmesser geöffnet wurde. Das ist schon ein sehr geiler Merch als Firma aus der Region. So. Ist das hier Restock? Es gibt wieder den Vanilla Milkshake von Holy und den Erdbeer Milkshake. Warum hat die Kamera mich verloren? Ich bin hier. So, 2 bekannte Sorten sind wieder am Start, Vanille und Erdbeermilchshake. Restock könnt ihr bestellen. Darf ich euch auch erst ab heute zeigen. Glück gehabt. Und ab 21.08. um 16 Uhr könnt ihr die ordern. Ist nicht schlimm, weil ihr seht das Video auch erst noch später als jetzt, wo ich euch das zeigen kann. Aber gut, es ist nicht schlimm, dass ich es vorher nicht auf die Kette gekriegt habe, das aufzumachen. Beziehungsweise auch irgendwie die Mail verpeilt habe. So. Die liegen jetzt da unten, das zeige ich euch auch noch. Vom Potspark kam noch mal ein Brief, wo waren wir ja beim Opening von Brausen Saus, was eine unfassbar gute Achterbahn. Und die On-Ride-Fotos, die gemacht wurden, die sind da mit drin gewesen und nochmal ein Dankesschreiben und einen Link zu weiteren Fotos. Aber richtig krass, da hat sich dann jemand hingesetzt, hat die Fotos, die gemacht worden während des Opening-Events, rausgesucht und den Gästen zugeordnet und zugeschickt.
voll krass, voll die Arbeit. Habe ich so auch noch nicht gehabt, aber eine sehr, sehr coole, süße, sweete Aufmerksamkeit. Das finde ich toll. Das ist nice. Gut, ich hätte, glaube ich, auch noch mehr, was ich erzählen wollte, aber das habe ich jetzt alles wieder verpeilt. Ich bringe auch meine ganzen Nachbarn um, Alter. Der eine hat den ganzen Samstag ein einziges Brett geschliffen, aber von frühmorgens bis spätabends durchgehend. Und das war auch ungewöhnlich, weil normalerweise kommt der, wenn es heiß ist, erst um 21 Uhr raus und fängt dann ab, alles abzureißen, dann, wenn alle anderen entspannen wollen. Auch interessant. Und der andere, ich weiß nicht, ob man es hört, aber es ist ein durchgehendes, tiefes Brummen, weil er sich irgendwie einen Pool in den Garten gestellt hat und irgendeine billige Pumpe hat, die so ein tiefes Brummen hat und das brummt die ganze Zeit durchgehend hier durch die Hut, Alter. Das macht hier alle wahnsinnig. Und über unsere Brückenprobleme müssen wir auch noch sprechen, die wir auch schon in dem monatlichen Daily Vlog hier hatten. Aber das muss man sehen, weil das ist noch viel, viel bekloppter. Aber das jetzt erstmal dazu, damit ich mich im monatlichen Daily Vlog überhaupt nochmal gemeldet habe. Und das wahrscheinlich jetzt wieder mit einem 3-stündigen Monolog, aber einmal abgeholt. Ich melde mich nochmal im monatlichen Daily Vlog und heute ist ein wunderbarer Tag, denn ich bin gerade nicht am Schreibtisch, aber da war ich ganz kurz. Habe nämlich gestern mit Erschrecken festgestellt, dass mein Personalausweis seit März abgelaufen ist. Ja, dass man da keine Push bekommt. Wer denkt denn an sowas? Und ich spiele halt nicht den ganzen Tag mit dem Ding rum und glotze da mal drauf rum und ich guck so, März 2025, das ist ja gewesen. Wir haben gerade da geparkt, wo sonst immer die Reiter Kirmes ist. Das ist ganz witzig, weil der Parkplatz ist zweigeteilt. Die eine Hälfte ist for free, die andere muss man bezahlen. Dementsprechend sieht es da auch immer aus. Haben jetzt aber auch noch einen for free bekommen, das ist sehr schön. Waren aber vorher, das ist auch witzig, wir haben, ich glaube, sind es 50 verschiedene Stellen in der Stadt, wo unsere Ämter sich verteilen. Wir haben nicht einen zentralen Punkt oder in einem Rathaus alles. Dass wir 2 Rathäuser haben, ist ja auch schon wieder geisteskrank, aber wir waren ja auch mal 2 Städte. Deswegen haben wir auch 2 Vorwahlen und 2 Hauptbahnhöfe. Man kann halt überall mit dem Quatsch hin. Und Uschi wollte gestern einen Termin für mich machen und dann war erst so, ja, dann September. Und da in Gladbach im Fitos Center, da kann man donnerstags, das ist nämlich heute, ohne Termin hin ab 9. Ja, dann waren wir um 8:30 da. Ist die noch da? Die Frau ist noch da. Um 8:30 waren wir dann da. Und dann war da so ein Warteraum und da habe ich gedacht, der gehört vielleicht zu was anderem. Nee, der gehört dazu. Und ja, ich sage mal so, es war voll. Das Ding war eine halbe Stunde vor Öffnung schon rappelvoll. Und die haben da auch so einen Sicherheitsdienst, der da aufpasst. Und dann habe ich gefragt, warten die alle für da? Weil es hätte auch sein können, dass sie für eine andere Stelle warten oder so. Ja. So, nee, dann ist gut, weil dann komme ich doch einfach im September wieder. Das dauert nicht so lang, wie wenn ich mich jetzt damit zusetze. Und der so, ja, so ganz viele Termine frei. Ich so, nee, haben wir gestern geguckt. Doch, müssen morgens zwischen 8:30 und 9 reingucken. Da sind hunderte Termine frei. Jetzt als ob. Ja, jetzt haben wir einen um 10:30 Uhr. Aber auch woanders. Ja, man kann ja zu jedem. Ja, aber witzigerweise geht unser ganzer Plan nicht auf, denn wir müssen noch neue Regenjacken besorgen. Meine ist durch, die hat ihren Lifecycle quasi erreicht. Schon lange. Und wir brauchen noch ein Regal und wir brauchen noch einen Hocker und das wollten wir dann alles auch noch direkt machen. Eigentlich wollten wir nur das heute machen. Deswegen jetzt zum Amt geparkt ist. Bei uns die Straße macht mich geisteskrank. Gerade 3 Leute in einer Schlange einfach falsch rum durch die Einbahnstraße gefahren. Es ist ja schön, dass das vor kurzem erst geändert wurde. Aber da sind auch Schilder. Und wenn ich irgendwo in einer fremden Stadt bin, muss ich mir auch auf die Schilder gucken. Das ist der Knall. Es merkt keiner. Es wundert sich auch keiner. Und wenn du mal was sagst, du wirst auch noch angeschnauzt. Ach, das ist jetzt hier auch nicht mehr drin. Ach, wie schön. Dann gucken wir mal, wie lange das jetzt trotzdem dauert, obwohl jetzt ein Termin da ist. Da ist auch Stadtverwaltung jetzt drin. Da war doch mal die Barmer drin. Ja, schon lange. Ich werde krank hier. Also, ach, Das war hier in dem Gebäude, aber das ist jetzt anscheinend schon sehr geräumt. guck mal. Gut, dass du das gesehen hast. Ja, hier wandert auch alles von A nach B. Stimmt auch ein Schild. Ah, Hilfe. Warum hängt hier so ein Schlüsselkasten? Ist hier irgendwo ein Hostel, was da nicht sein darf? Digga, ich werde wahnsinnig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also bestimmt schon. Ämter, ne? Also erstmal, dass wir einfach mal so da auf der anderen Seite sind. Alles gut, Adresse stand ja dabei. Termin, 5 Minuten nach verarbeiteten Termin reingekommen. Sehr gut. Aber es kann man sich nicht ausdenken. Ich, stolz wie Oscar,
Erstmal geht es so, wofür sind Sie hier? Ja, ich habe einen Termin gemacht für einen neuen Ausweis. Das muss man anklicken. Warum steht das bei dir nicht? Beziehungsweise guck da rein und mach deinen Job richtig. Na gut. Und dann hole ich stolz wie Oscar meine Fotopix, wie heißt das? Fotopix heißt das, glaube ich. Fotopix-Fotos raus. Ich habe die irgendwo hier. Die so, nee, damit kann ich nichts anfangen. Hä? Also das waren 3. Weil 1 brauchte ich ja letztes Jahr im November für meinen internationalen Führerschein, den wir in Australien gebraucht haben. Die sind zu alt. Ich so, hätte ich jetzt die eine Hälfte abgeschnitten, wo das Datum steht, dann wären die nicht zu alt, oder? Weil ich sehe genauso aus. Ja, aber die sind ja auch nicht digital. Ist wie digital? Was für digital? Ich habe noch nie was davon gehört, dass ich jetzt die digitale Fotos... Geil, da ist er. Die Partei. Felix, mach Kiosk auf. Das ist ernst gemeint, Felix. Da müssen wir wirklich drüber reden, weil sonntags werden die Kioske hier in dieser Stadt inzwischen zugemacht. Das erklärt eigentlich alles. Da brauchst du gar nicht so weit aus, wie bescheuert diese Stadt ist. Uschi holt sich noch ein Eis. Okay, die ist noch bescheuerter. Und Felix ist unser Oberbürgermeister. Felix macht Kiosk auf. Auf jeden Fall braucht man jetzt digitale Fotos. Habe ich noch nie was von gehört und habe mir dann erstmal einen Einlauf abholen dürfen, dass man das ja weiß, dass seit 1.5. das überall ist und das ist ja auch überall durch die Medien gegangen. Ich habe da nichts von gehört. Ich habe auch jetzt reichlich wenig mit lokalen Medien zu tun, vor allem wenn ich nie hier bin und überhaupt. Das wäre auch nicht nur in Mönchengladbach so, das wäre ja überall so. Ist ja immer noch trotzdem dumm, denn die macht man ja auch nicht jetzt einfach mal eben dann beim Amt, so, weil das geht ja gar nicht. Das ist ja eine hochkomplizierte, aufwendige Prozedur, ein biometrisches Foto zu erstellen. Da müssten sie jetzt nach DM oder zu einem Fotografen, wurde mir gesagt. Dann sind wir zum DM gelaufen, da läuft mal ein kleines Stück drauf und da machen die das. Dann klappen die nämlich so ein Werbeschild auf, dahinter ist dann einfach eine neutral graue Wand, dann sitzt man auf dem Hocker und dann zückt sie ein Smartphone und fotografiert einen damit, zieht das dann mit einem QR-Code auf so ein normales Foto. Das kommt dann in diese riesige Hülle und da kommt noch ein zweiter Zettel zu und dann ein Sticker da drauf mit Thermopapier und dann kriegst du auch noch einen Kassenbon und mit diesem ganzen Haufen Papiermüll hat man dann ein digitales Foto, rennt damit wieder zurück und dann kann der QR-Code gescannt werden und dann ist es ein digitales Foto für den Personalausweis, der 37 € kostet. Irgendwann kommt, man hat einen QR-Code dabei, es gibt kein Eis. Ja, kommt man dann hier durch. Oh oh. Ein langes Gesicht. Dann gibt es also einen QR-Code, den man scannen kann. Da kann man gucken, ob der Ausweis schon da ist oder nicht, weil da gibt es dann keine Benachrichtigung drüber, ob der schon fertig ist. Und dann macht man einen Termin zum Abholen. Da nehme ich euch dann auch noch mit. Digga. Ach ja, und wir sind ja digital. Also gibt es einen Barcode zum Bezahlen am Kassenautomaten auf Recyclingpapier, den man sich dann zum Hintern abwischen geben kann. Oder sehr gut geeignet auch, um den auf den Haufen zu schmeißen der anderen Barcodes. Also das ist ja wieder eine Experience gewesen. Habe ich glaube ich schon gesagt, 37 € kostet der Personalausweis. Heieiei. Ja, er hat gesagt, der wäre sehr teuer. Ja. Und wir haben noch ein bisschen Zeit und die werden wir wohl auch nutzen. Aber Tosnelda, die am Anfang so salty war, hat uns jetzt nicht weiter bedient, sondern zu ihrem Kollegen rübergeschickt. Der war super nett. Der versteht auch einiges nicht. Hat auch noch so eine kleine Side-Story von sich erzählt. Der ist irgendwie umgezogen, hat seinen Mofa, seinen Motorroller auf dem Gehweg abgestellt, der groß genug war, nicht im Weg stand und durfte 55 € für bezahlen, weil er nicht auf den Parkplatz gestellt hat und nicht mit einem kleinen Roller einen ganzen PKW-Parkplatz blockiert hat, weil sich ein Nachbar beschwert hat. Diese Stadt macht mich fertig. Aber er war cool. Irgendwann war er ein bisschen zu redselig. Aber er hat sich auch gefreut, dass er einfach mal nicht angeschrien wurde, angeschnauzt wurde und dabei auch noch die gleiche Sprache gesprochen wurde, weil das war jetzt beim Rest der Leute jetzt auch nicht der Fall. Was nicht schlimm ist, aber wenn du dann in dem es ist komplizierter, es steht auch alles nur auf Deutsch auf diesen Anzeigen und eine Ausgabe, die Frau, die natürlich am meisten Kontakt mit den Leuten hat, die steigt seit 30 Jahren mit dem falschen Fuß zuerst aus dem Bett. Hei. Das ist Uschis zukünftiges Auto. So, dann habe ich jetzt mein Leid kundgetan. Jetzt ist es raus, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Und ich weiß nicht, wo wir hinfahren. Fahren wir zu Ikea oder ins Outlet? Hier ist kein Flatterband vor. Okay.
Hier ist aber was los, du. Ja, Pippe Lotta, wir sind durch. Hier in Ramont und MacArthur Glen Designer Outlet. Das Dumme ist, irgendwann denkt ihr wieder, wir reden so. Und witzig ist, wir sind erfolgreich gewesen. Und, das Parkhaus, das ist ganz neu. Da ist der Freizeitpark drin gewesen. Hier ist? In dem Adidas-Lager. Ja. Denn hier gab es mal ein Freizeitpark-Projekt. Der hat auch geöffnet, wir waren auch da, es gab auch ein Video dazu. Die haben nicht, das war glaube ich kein halbes Jahr, ne? Haben die das geschafft und jetzt weiß ich gar nicht, was da drin ist. Ob da irgendwas drin ist oder einfach nur Adidas-Werbung. Nee, du hast ja da drunter geparkt und oben drüber war der Freizeitpark. Ja, stimmt. Ja, aber jetzt hier das Parkhaus ist ja neu, wo die oberste Etage gesperrt war, da konnte ich jetzt nicht hochfahren. Ich bin extra hochgefahren, aber es hat nicht ganz gereicht. Wenn ihr Bock habt, dass wir da mal drüber reden, über geschlossene Freizeitparks, die es nicht mehr gibt, die wir gemacht haben, lasst mich das gerne wissen, dann können wir das machen. So, noch 3 Meter, dann kann ich euch auch einen Schwenk. Wir werden auch schon längst da, aber ein bisschen Stau vor uns. Ja. Es ist ja immer so, je langsamer Menschen gehen, desto breiter stellen die sich ja mit mehreren auf. So, das da war's mal. Das war mal ein Freizeitpark. Hat das überhaupt auf? Weinetage. Wenn ihr wollt, ich erlaube euch das, ihr dürft bei der Windmühle auf 4 parken in Ramont. Das ist mein Parkdeck, aber nur gegen Abo auf dem Kanal. Jetzt abonnieren, dann parken und profitieren. Aber profitieren. einen Abonnenten haben wir. Ich weiß nicht, aber das liegt doof da drauf. Oh. Weiß ich nicht, Digga. Wir werden platziert. Kräuterquarke mit spanischen Champignons. Freizeitpark. Düsseldorf. So Leute, monatlicher Daily Vlog, ich melde mich auch nochmal und ja, wir haben mal wieder viel Zeit am Schreibtisch verbracht, an beiden Schreibtischen und haben viel gemacht, haben uns aber auch am Freitag in Düsseldorf getroffen bei The Way to Napoli mit Marcel von Fingerprinted, kennt ihr ja auch, habt ihr auch schon mal öfter hier gesehen und haben uns halt getroffen, um ein paar Sachen zu besprechen und neue Sachen für euch in den Shop zu bringen und das Ganze halt noch mal ein bisschen weiter zu entwickeln und allgemein. Sehr schöner Abend, lecker gegessen und guter Austausch, guter Input. Also es wird spannend, es bleibt spannend und interessant. Samstagabend dann noch mit Freunden zusammengesessen, um einfach mal irgendwie auch was anderes zu machen und gestern den ganzen Sonntag durchgeballert und gut vorangekommen. Jetzt fahren wir mal eben vormittags zum Autowaschen. Es gibt nämlich in Keuchenbruch eine SB-Waschstraße oder Waschbox, macht mehr Sinn, ist es ja eher. Die haben vormittags Happy Hour und dann nehmen wir das doch mit. Also ob ich das jetzt vormittags, nachmittags, abends, nachts mache, ist eigentlich Wumpe. Das ist das Gute, wenn man sich die Zeit selber frei einteilen kann in vielen Punkten. Und ja, dann nutzen wir das jetzt auf jeden Fall. Und das Auto hat es bitter nötig, sieht mich aus wie Sau, obwohl es die ganze Zeit irgendwie nur steht. Aber ja, unser kleines Baggerloch da bringt genug Staub und Sand rüber. Und allgemein, was alles durch die Gegend fliegt, also es sieht aus wie ein Schnitzel, die Kiste. Also das ist schwarz oder das schwarz, undankbar ohne Ende. Der ist übermorgen noch was geplant, da hätte ich den Wagen auch gerne ein bisschen sauberer. Und morgen wird es auch noch mal für Uschi spannend. Jetzt, ja, der will links abbiegen, hier ist eine Durchgangsstraße, das dauert dann halt einen Moment, der wird da schon rumgehupt, geil.
Genau, morgen wird für Uschi spannend, dazu dann später mehr noch in diesem Video. Und wir fahren jetzt erstmal, wie gesagt, waschen. Aber das so als kleiner Abriss und danach geht es auch wieder an den Schreibtisch. Es gibt auf jeden Fall noch genug zu tun und es wird nicht entspannt, aber so ist das manchmal. Niedlich! Wenn dein Augenoptiker Ohren heißt. Da musst du, wenn die Musik wegmachen willst, die Augen, das Licht ausmachen. Richtig. Leute, die Uschi hat gestern ihr allererstes Tattoo bekommen. Ja, der Chris von Unnormal, der ist so gut und kann so gut beraten, dass da aus ich will keins, ich will ein kleines, ich bekomme ein großes geworden ist. Also checkt das gerne mal aus, wenn ihr auch nicht wisst, was ihr wollt und gute Beratung braucht. Und er macht das halt echt gut und schnell und krass. Jetzt habe auch ich eine Premiere, weil die Frau musste alt werden für ihr erstes Tattoo. Ich musste jetzt auch alt werden für mein erstes Fahrsicherheitstraining hier beim ADAC in Grevenbroich. Keine Werbung, komplett selber bezahlt. Oh, noch mehr von denen. Also hier ist eine Firma in kompletter Mannstärke, Fraustärke vertreten. So die richtigen Kombi-Egons, weißt du, die auf der Autobahn immer fahren wie die Terroristen. Eigentlich würde ich jetzt gerne alle mal zum Gespräch bitten, weil einer von denen war safe schon mal dabei und ist auf dem Piss gegangen. Also parken können sie auch nicht. Die sollten vielleicht erstmal das Parktraining machen. Gas- und Fluidtechnik. Gas- und Fluidtechnik machen die. Ich sage jetzt nicht, was für eine Firma, aber genau. Die Uschi, die ist Beifahrerin, das kostet auch noch mal extra und hört dann aber in der Theorie zu und das machen wir jetzt, weil ich bin der Meinung, ich bin ein sehr guter Autofahrer. Ich bin das, glaube ich, wirklich, weil das beweise ich jeden Tag auf der Straße. Aber es gibt, glaube ich, noch sehr viel. Dürfen die eigentlich nur zu zweit fahren? Da kommen schon wieder zwei zusammen. Die kommen immer zu zweit. Ja, guck doch. Die sind zu zweit gekommen, die sind zu zweit gekommen, die sind zu zweit gekommen, die kommen gerade zu zweit. Ja, auf jeden Fall heißt es aber nicht, dass das wirklich so ist. Das ist aber so. Und man kann sehr viel, glaube ich, noch verbessern, aufrichten oder überhaupt Skills erlernen und noch mal ein bisschen mehr vorbereitet sein auf Extremsituationen, die einem im Leben erreichen können. Da ist Uschi. Valkyria. Und wahrscheinlich der Chef von denen, der ist auch hier, weil Kennzeichen sind gleich, der fährt einen Genesis. Crazy, sieht aus wie ein Mercedes, nur ein bisschen abgerundet, ist wohl die Luxusmarke von Hyundai, die 2015 ins Leben gerufen haben. Heißt ja nicht, dass Hyundai nicht schon mit Lexus eine Marke geschaffen hat, die man für mehr Geld verkaufen kann, obwohl es das gleiche Auto ist. Hyundai sind Genies. Genesis. Ja, ey, super nette Anmeldung, die war super lieb, die eine Anmeldung hat das sehr gut gemacht, auch wenn sie es immer noch nicht hingekriegt hat, wer ich bin. Das war auch gut. Ja, ich bin gespannt, ey. Ein bisschen aufgeregt. Jetzt muss ich sowas machen, weil du kannst ja höchstens, schnellsten, verrücktesten Achterbahn der Welt fahren, passiert nichts mehr. Aber jetzt ist so, okay, was passiert? Kein Gratzer machen. Leasing-Auto, kannst kaputt fahren. Oh, ich hab's gesehen. Cosimo, Paula. Ich sag mal so, das zeigt zwar die richtige Richtung, aber
Lenken war zwar zum Schluss gut, nur viel zu spät. Du musst früher schneller lenken. So, nee, dann mache ich das lieber zu, wenn die Glocken jetzt auch noch läuten. Leute, was soll ich sagen? Wir sind durch. Ja, 7,5 Stunden, 8 Stunden waren wir jetzt in Gravenbroich beim ADAC, beim Fahrsicherheitstraining, beim Intensivkurs. Wie gesagt, wir haben das selber bezahlt, beziehungsweise ich habe mir das zum Geburtstag gewünscht und keine Kooperation, nix. Ey, macht das alle. Vor allem finde ich, da waren wir uns auch mit ein paar Leuten einig, das ist für Leute, die gerade einen Führerschein gemacht haben, sollte das nach den, was sind es, 2 Jahre oder was, Probezeit, danach sollte das meiner Meinung nach oder vieler Meinung nach Pflicht sein, dass das jeder mal macht, weil das sind wirklich Sachen, die du lernst und mal ausprobieren kannst, die du sonst nicht so machst, und Gefahrenbremsung mit verschiedenen Untergründen zum Beispiel, oder in eine Kurve, die ich so schnell nie fahren würde, reinfahren und da mal dann komplett in Anker gehen. Sehr spannend, sehr interessant und auch so viele Spielereien, die man mal ausprobieren kann. Und okay, bis wo geht's nicht, wo ist so der Sweet Spot und was macht das Auto wann wie. Sehr cooler Kursleiter oder Trainer, der hat das echt sehr gut gemacht. Wir hatten eine super coole Truppe, voll wild durchgemischt und trotzdem, also oder gerade deswegen sehr cool, sehr harmonisch. Mittagessen war gut, kostet auch nochmal extra, weiß ich nicht, kannst du auch irgendwie, machst du dann 10er mehr in deiner Kalkulation und packst das mit in den Kurs rein, weil ist doch einfacher. Ganz großes Manko, aber das darf man jetzt nicht außer Acht lassen, ist, es gibt final, alles baut dahin, wird aufgebaut darauf, sodass das alles, was du vorher machst, ist so voll viel Input für das Finale, was das Highlight ist, was als Highlight auch nicht vom Trainer sogar angepriesen wird. Der Grund, warum viele nach Grevenbroich überhaupt gekommen sind, weil das nämlich sonst auch nicht so üblich ist. Also teilweise gab es echt weite Anfahrten. Es gibt einen Kurs, da ist dann so eine Platte, die sich verschiebt und die sorgt dafür, dass das Auto ausbricht, wenn du dann da drüber fährst, und dann musst du die Karre wieder einfangen. Und die war bei uns kaputt. Ich habe mich als erster freiwillig sogar gemeldet, weil keiner sich getraut hat. Und da war bei uns die Platte kaputt. Da haben wir ein bisschen Alternativkram gemacht, was natürlich jetzt nicht das Gleiche ist und auch relativ schnell relativ langweilig wurde. War nicht weniger interessant, aber du bist ja auch vom Mindset dann ein bisschen anders. Und der Harald hat jetzt zum Schluss noch auf seine Freizeit drauf gesagt, ey, dann machen wir das jetzt noch. Wer Bock hat, kann noch mal mit rüber. Wir fahren dann da so ein paar Runden, da haben wir auch ein paar Runden gemacht, sind glaube ich 20 Minuten dann noch mal da gefahren, statt einer Stunde, die du sonst hast, weil da waren alle alle super enttäuscht, ich auch, das hat auch voll auf die Stimmung gedrückt, so. Aber das ist super geil gewesen, also das lohnt sich, das muss man auf jeden Fall mal machen. Und erstmal mit nur Bremsen, da bist du da halt ein bisschen unterwegs, und dann mit Gegenlenken und mit ein paar Tipps und so. Von wie geil habe ich die Kiste gerade auf der Bahn gehalten, bis, ja, ich habe 3 Fahrspuren gebraucht oder habe mich einmal komplett gedreht. Beziehungsweise der BMW war auch gut, der hat sogar einen 360 hingekriegt. Bei uns hat es nur für einen 180 gereicht. Und auch nochmal in diese Grenzbereiche zu kommen und diese Erfahrung zu machen, das mal gemacht zu haben, was ja grundsätzlich irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit mit auf den Weg gibt. Krass. Gut, spannend, mega cool, und ein paar Impressionen haben wir euch davon mitgebracht, können wir euch zeigen. Haben jetzt kein krasses Video gedreht, wir haben jetzt nicht die ganzen Krempel mitgeschleppt, die wir sonst mitschleppen, aber ein paar Impressionen haben wir jetzt noch für euch. Wir holen uns jetzt einen Döner, die sind endlich aus dem Urlaub zurück und fahren nach Hause. Es zieht sich zu, wir hatten echt bombastisches Wetter. Ich muss jetzt auch langsam hier raus, weil jetzt wird es auch warm hier drin, weil alles ist aus, alles ist zu. Aber das einmal dazu, Fahrsicherheitstraining, guckt mal, wo das bei euch in der Region geht, irgendwie ADAC, Fahrsicherheitstraining, mal in die gängigen Suchmaschinen hacken. War auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung und sollte jeder mal machen, der Auto fährt. Ob viel oder wenig, ist, glaube ich, für alle wichtig und interessant und wird die Straßen für alle sicherer machen.
als ich. Da geht jetzt schon rum. Da macht er einmal kurz das Licht an und dann nix wie weg, ne? Erst einen Schaden verursachen und dann abhauen. Das haben wir gerne. Das kann man jetzt eindeutig erzählen. Das war geil. Aha. War gut. Da war es längst am längsten. Also die Platte steht auf Zufall. Ich habe den Eindruck. Ja, was ein Spaß. Sah cool aus, oder? Hat richtig Bock gemacht, vor allem das Ende, wie ich es ja schon vorher erwähnt habe. Und ihr habt jetzt mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Es gibt so ein bisschen Theorie dazwischen noch und natürlich auch mit Aufsteigen, Quatschen und Ausprobieren. Das ist natürlich 8 Stunden, kann ich jetzt nicht hier in so einem Video zusammenfassen, aber ey, mega interessant und spannend. Das Thema hatten wir im letzten monatlichen Daily Vlog. Der sogenannte China-Schrott. Fame ist jetzt nicht unbedingt China-Schrott. Soweit ich weiß, produzieren die Dinger nämlich in Osteuropa. Ist irgendwie so die Hausmarke vom Music Store. Und DJ Tobin hat einen Tipp noch gehabt. Also, und vor allem nicht China-Schrott, so ein Scheiß, sondern neben der Möglichkeit, dass der Verstärker hier drin kaputt ist,
könnte ja auch das Bluetooth-Modul kaputt sein. Und siehe da, das Bluetooth-Modul hat wohl einen Hau weg und es geht nicht mehr hier voll Wumms, sondern nur auf Sparflamme. Und wenn ich jetzt über Cinch was angeschlossen habe, ging wieder voll Wumms. Good to know, vielen Dank für den Tipp, hat funktioniert. Damit wir das dann auch einmal komplett haben. Ansonsten bin ich jetzt gerade den monatlichen Daily Vlog schon am Schneiden, den ihr jetzt gerade seht. Wir haben Freitag, der soll Sonntag online kommen. Sonntag ist zwar noch der 31., aber Sonntag passt sowas, wenn das auch was länger wird. Gestern Abend waren wir mit meiner Mutter und mit meiner Tante essen. Die haben wir beide eingeladen und waren bei Platon essen, sehr guter Grieche hier in der Stadt. Witzigerweise kam ein Todesunwetter, wirklich Eskalation, und die haben so einen Wintergarten, also mit nicht nur einer Markise drüber und so Glaswände, sondern das ist schon relativ zu, kann man aber auch aufmachen, und es war so heftig, dass da wirklich das Wasser durchgeschlagen ist, aber es gab auch so eine Regenrinne, die man draußen sehen konnte, und die dann frei, also Regenrinne, und dann geht es frei nach unten. Das Wasser ist nicht so runtergeflossen, es ist gerade und dann zur Seite weg, also das war wirklich krass, ganz kurz, alle rein, und dann eine Tischreihe, die haben auf jeden Fall, wurden die gesaugt, aber ansonsten ist alles gut gegangen. Das haben wir auch gemacht. Und heute Abend gehen wir mit David essen. Da war noch was offen, wo wir uns jetzt zu treffen. Diese Woche wird offensichtlich nur auswärts gegessen. Ist manchmal so, aber müssen jetzt quasi wieder einiges unter den Hut bekommen, weil nächsten Monat wieder wild unterwegs, und hast du nicht gesehen. Das ist üblich, ihr kennt das ja. Und ein paar Sachen, die auch nicht geplant waren, die jetzt auch wieder dazu kommen. Aber so ist das, es geht immer weiter, es ist immer verrückter, und ihr wollt ja auch was sehen. Und deswegen machen wir das Ganze ja auch. So Leute, DRL hat gerade geklingelt, der Monat ist noch nicht rum, also kommt das Intermin-Taschenmesser nochmal zum Einsatz, und wir gucken mal, was Holy da am Start hat und ob ich das schon zeigen darf. Ansonsten findet ihr das auch zeitnah unten im Shop. So, bitte nicht vor dem 1.9. zeigen. Kampagnenstart 5.9. um 12. Ist jetzt blöd, das kommt am 31. das Video. Aber dann zeige ich euch, wie Uschi darauf reagiert. Und ab 5.9. könnt ihr das dann ordern oder auch selber einmal finden. Unten ist ein Link in der Videobeschreibung, und mit RIDE10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure gesamte Bestellung bei Holy. So, also, guck mal, das, aber kennen wir schon. Ja. Was wir noch nicht kennen, ist das. Wie der da drauf ist. Ja, das könnte für den einen oder anderen interessant sein. Cool. Geil, oder? Der ist mega. Werden wir uns wahrscheinlich drum streiten. Farben. Oder auch... Auch geil. Geil, oder? Würde ich mich jetzt ärgern, dass ich jetzt noch warten muss. Würde ich mich auch ärgern, aber was soll ich jetzt machen? Ja, kannst du nicht zeigen. Fertig. Ja, schade. Blöd. Das Cool. war's so. Ja, wir hatten gestern einen wunderschönen Abend bis zu einem gewissen Punkt, und wir uns dann schnellstens auf den Weg ins Krankenhaus machen mussten. Und das soll jetzt nicht so ganz das Ende vom monatlichen Daily Vlog sein. Wenn ihr einen guten Bestatter kennt, gerne mal Tipps geben im Großraum Mönchengladbach. Und jetzt gibt es noch ein paar Impressionen vom Tapetenwechsel 2025. So, wir sind beim Tapetenwechsel. Die Sonne kommt gerade raus. Sie war die ganze Zeit noch ein bisschen bewölkt. Und hier seht ihr ein kleines Trash-Auto. Das ist mein Spot für heute. Die ganzen anderen Jungs, die wirklich was können, die haben eine komplette Wand, eine riesige Backsteinwand direkt an der Bahnstrecke. Aber hier ist die Area mit Foodtruck und Musik, Kicker. Ja, sehr spannend, sehr crazy. No pressure, hier quasi on stage ein Auto zu bemalen. Aber auch irgendwie cool. Also alle, mit denen ich gequatscht habe, die feiern's. Ja, und jetzt gibt es ein paar Impressionen hier vom Tapetenwechsel 4 in Mönchengladbach. Da ist da die Finger einklemmen.
Ich komm nicht ins Dingens. Ich komm nicht ins Netz. Was ein schönes Event, Tapetenwechsel 4 in Mönchengladbach, und das Ganze ist auch unterstützt von der Stadt. Sehr cool, unser aktueller amtierender Oberbürgermeister Felix Heinrichs war auch vor Ort und hat sein Logo gesprüht. Und damit ist das wieder mit einem unfassbar verrückten und in alle Richtungen nicht normalen monatlichen Daily Vlog